Stellt euch eine Welt vor, in der jeder Bürger ständig überwacht wird, um seinen Verbrechenskoeffizienten zu berechnen und die Polizei eingreift, bevor ein Verbrechen überhaupt begangen wird. Stellt euch ein System vor, das niemand so richtig versteht. Eine Art Kristallkugel, fast wie ein Palantir aus Herr der Ringe. Das stuft euch als Verbrecher ein und ihr werdet eingesperrt oder eben auch nicht. Das mag wie die düstere Zukunft aus dem Anime Psycho Pass klingen, aber es könnte auch unsere eigene Realität werden, wenn wir nicht ganz vorsichtig sind. Predictive Policing dann im Endeffekt. Also das ist das, was sie in den USA versprechen und tun, ne? Und das ist, glaube ich, auch, das ist total wichtig, dass wir das jetzt an der Stelle jetzt auch nochmal so auseinander dividieren. Künstliche Intelligenz und sogenanntes Predictive Policing kommen vor allem in den USA immer häufiger zum Einsatz, aber leider auch immer mehr in Deutschland. Obwohl sie eventuell das Potenzial haben, Verbrechen effektiver zu bekämpfen, stellen sie auch eine beunruhigende Bedrohung für unsere Freiheit und Privatsphäre dar. Aber wie funktioniert eigentlich das Ganze und welche beunruhigende Rolle spielen Hessen, Hamburg, NRW und Bayern für uns alle dabei eigentlich? Okay, bevor wir über den Minority Report berichten können, was genau ist eigentlich Predictive Policing? Wir sind ja nicht hier, um über Peter Thiel zu sprechen, sondern sein Business. Und wer ihn nicht kennt, Magazin Royal hat sich auf seine Person ein wenig ausführlicher gestürzt. Sein Business ist aber mindestens genauso interessant und problematisch. Und das arbeitet mit Daten und Algorithmen. Daten wie die YouTube-Videos, die ihr euch reinzieht. Oder dass ihr Nutella mit Käse lieber mögt als mit Butter. Oder ob ihr gestern mal wieder im Berliner Ghetto spazieren wart. Die werden von euch geteilt. Völlig freiwillig auf YouTube, Instagram und Google Maps. Und die können genutzt werden, um Verhalten vorherzusagen. YouTube schlägt euch andere Videos vor. Instagram schlägt euch dafür, dass ihr keinen Frischkäse genutzt habt und Google Maps speichert die Offline-Karte vom Görlitzer Park in euren Downloads. Und diese Daten legen wir jetzt zusammen. Bei der Polizei, deinem Freund und Helfer, zumindest wenn du nicht gegen die Norm verstößt. Oder Zeuge eines Verbrechens wirst. Oder Opfer oder Helfer bei einer Vereitelung eines Verbrechens. Oder anderweitig involviert bist. Oh. Foreshadowing. Habt ihr das gemerkt? Neben dem offensichtlichen Big Brother Vorwurf gibt es da nämlich noch was anderes. Big Brother kann ja leicht abgetan werden. Ich hab ja nichts zu verbergen, denn ich habe keine Straftaten begangen. Cool Story, Bro. Hab ich auch nicht. Trotzdem könntest du und ich festgenommen werden, bevor wir eine Straftat begehen. Denn Predictive Policing ist eben nicht reactive, sondern predictive. Es soll vorhergesagt werden, ob du eine Straftat begehen wirst. Ein einfaches Beispiel. Du willst in die Bootstrap Academy, um gratis Informatik mit einer coolen Community zu lernen. Jetzt ist die aber plötzlich nicht mehr für alle offen und jeder kann sich einen Account erstellen, sondern eine KI entscheidet anhand deiner Persönlichkeit, ob du ein Troll bist, ob du broke bist oder ob du viel Geld dalässt. Lässt du viel Geld da, darfst du dir einen Account machen, sonst nicht. Das könnte man heute schon problemlos machen, wenn ich mir so ansehe, was manche Menschen auf Social Media posten. Dönerpizza ohne Mais, also wirklich. Aber wie sagt man so schön, ein Abo wäre majestätisch. Ja, ich könnte natürlich Accounts sinnvollerweise ausschließen, die beispielsweise schon problematische Kommentare auf YouTube oder Twitter geschrieben haben oder deren monatliches Einkommen unter 3.000 € brutto liegt. Aber wäre das fair? Wer definiert eigentlich welche Werte? Was ist fair? Bei der Academy bin ich das alleine. Aber gut, ihr müsst euch ja nicht anmelden, wenn ich bei der Academy so einen Mist baue. Bei der Polizei sieht das aber etwas anders aus, denn die kann ich nicht einfach abbestellen wie ein Newsletter. Bevor wir uns mit dem Wie beschäftigen, lasst uns trotzdem noch kurz über den Überwachungsstaat-Aspekt sprechen. Wird man permanent überwacht, verhält man sich einfach anders. Man fühlt sich eingeschränkt und äußert seine Meinung nicht frei, weil man Angst haben muss, dass dieses Wissen gegen einen genutzt werden könnte, irgendwann mal. Das beweist etwa diese Studie der Oxford University, die einen Rückgang von Wikipedia-Suchen nach Islamismus nach den Snowden-Enthüllungen festgestellt hat. Diese sogenannte Schere im Kopf kennt man vielleicht auch vom Panoptikum, das ist eher so ein theoretisches Modell
Feststellt, wo der Gefängniswärter nicht unbedingt in deine Richtung guckt, aber vielleicht tut er es ja und deswegen müssen wir halt leider auch brav sein. Weiß aber eine regierende Partei alles über alle, ist es ein leichtes, eine politische Minderheit zu unterdrücken. Wenn also die Dönerpizza ohne Mais-Fraktion regiert, könnte es gut sein, dass ich irgendwann einfach von der Bildfläche verschwinde. Denn diese Information ist mit diesem Video jetzt hier öffentlich oder ein wütender YouTube-Kommentarmob könnte mich zum Schweigen bringen. Nicht zuletzt, es muss nicht immer der Staat sein, der diese Informationen gegen mich nutzt. Kriege ich eine Phishing-Mail mit einem Konzert von Bad Omens in meiner Stadt, kann ich für gar nichts mehr garantieren. Ist dieses Konzert dann aber gar nicht echt, habe ich plötzlich einem Scammer ein paar Stunden Arbeit bezahlt. Aber in diesem Fall ist natürlich der Predictive-Effekt sogar noch schlimmer, denn immerhin könnte hier bei einem kleinen Fehler der KI schon eine unschuldige Person ins Gefängnis kommen. Das wird in den USA teilweise schon so gemacht. Das Strafrecht sieht aber eigentlich vor, dass durch Prävention zwar Verbrechen vorgebeugt werden, um eingesperrt zu werden, muss es aber eigentlich konkrete Beweise für die Schuld bei einem Verbrechen geben. Das wird schwierig, wenn das Verbrechen noch gar nicht stattgefunden hat. Deswegen wird ja sicherlich alles dran gesetzt, dass es gar keine Fehler bei der KI geben kann, oder? Ein System, das auf Daten basiert, ist nur so gut wie seine Daten selbst. Welche Daten kommen also bei so einem System in Betracht? Das entscheidet, ob wir gleich eine Hausdurchsuchung bekommen. Das Besondere auch bei der Software von Palantir ist, dass es Informationen über uns aus vielen Datenquellen sammelt und aggregiert, also aus allem schlau wird. Fun Fact, das darf man auch schon bei konventioneller Polizeiarbeit eigentlich nicht. Das war nämlich der ursprüngliche Grund dafür, separate Datenbanken für Bestrafte, Zeugen, Opfer etc. einzuführen. Einmal Verbrecher, immer Verbrecher, right? Statt zu hinterfragen, ob eine Reintegration, wie sie durchgeführt wird, wirklich sinnvoll ist genau diese Zahl eine Kernzahl für Predictive Policing. Bist du einmal straffällig geworden, ist das für die KI maximal relevant. Auch die Details der Taten, also Tatort, Datum, Uhrzeit und Art des Verbrechens, werden häufig genutzt. Die bekommt man für gewöhnlich aus polizeilichen Datenbanken und Berichten. Aber auch Daten zu Polizeieinsätzen werden genutzt, ebenso wie geografische und demografische Daten wie Bevölkerungsdichte, Einkommensniveau und Bildungsgrad, aber auch Geschlecht, Alter etc. Männer haben beispielsweise statistisch gesehen eine deutlich höhere Chance, ein Gewaltverbrechen zu begehen, weswegen die Männer unter euch von Palantir erstmal direkt eher verdächtigt werden, wenn es um ein Gewaltverbrechen geht. Wenn ihr also ein Ex-Straftäter seid, der deshalb keinen Job mehr findet und deswegen in einer ziemlich unbeliebten Region einer unbeliebten Stadt lebt, werdet ihr da vermutlich auch nicht mehr so schnell rauskommen. Außer natürlich, ihr zieht wieder hinter Gitter. Das heißt aber nicht, dass Menschen in einer tollen Gegend jetzt nicht Straftäter werden können. Immerhin gibt es noch zwei andere Datenquellen. Klar, sagt ihr jetzt, Social Media, easy. Wenn jemand Dönerpizza ohne Mais postet, braucht der sich nicht über eine Hausdurchsuchung wundern. Ganz so einfach ist das aber nicht. Ja, eure Social Media Beiträge können untersucht werden und klar, wenn ihr euch beim Dealen filmt, braucht ihr euch auch nicht wundern, wenn die Polizei klopft. Das ist aber trotzdem eine sogenannte unrechtmäßige Zweckentfremdung der Daten, aka eigentlich dürfen eure Posts nicht von einer KI für Predictive Policing genutzt werden. Tatsächlich kann KI aber noch deutlich mehr. Untertitel auf diesem und anderen meiner Videos zum Beispiel werden mit der KI Whisper generiert. Dadurch bekommt ihr ein ziemlich akkurates Skript davon, was ich sage. ChatGPT kann von so einem Essay wie diesem hier eine extrem akkurate Zusammenfassung machen und wahrscheinlich auch einschätzen, wie ich als Autor argumentiere, sprich, dass ich ein Freund von Privacy bin. Allerdings kann KI auch noch deutlich mehr, beispielsweise eure Stimmlage analysieren, eure Gesichtsausdrücke analysieren und dadurch Stimmung und Ton der Beiträge ermitteln. Es wird Zeit, uns gegen die Socken im Bett-Fraktion endlich zu wehren! Oder eher Harmoniebedürfnis und nüchterne Aufklärung. Also Socken im Bett machen zwar warme Füße, aber fühlst du dich dadurch nicht irgendwie eingeschränkt?
Das kann alles wunderbar erkannt werden. Und natürlich dürft ihr raten, wo eine Hausdurchsuchung wahrscheinlicher ist. Bei einer Julia Beauty X, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, nehmen wir ein anderes Beispiel. Bei The Morpheus Cooking, der euch schöne Koch-Lifehacks zeigt, oder bei mir, dem echten Morpheus, der euch echte Hacks zeigt. Tatsächlich seid aber nicht nur ihr als Person laut Palantir möglicherweise ein Straftäter, sondern die Umwelt macht euch zu einem. Denn ja, auch Wetter hat einen Einfluss auf Straftaten. Oh Bruder, es regnet! Gar keinen Bock heute hacken zu gehen. Ich zock weiter Cyberpunk. Und ja, auch Veranstaltungskalender sind natürlich wichtig. Deswegen gibt es bei Großveranstaltungen von Haus aus schon Polizei. Aber all diese Daten, wie wird das eigentlich genutzt? Kurz gesagt, es kommen Algorithmen für Machine Learning und künstliche Intelligenz zum Einsatz. Neuronale Netze, Entscheidungsbäume, Clustering-Algorithmen, statistische Modelle wie Regression oder Zeitreihen. Meine Absicht hier ist, euch nicht das alles zu erklären. Dazu habe ich einen kompletten Kurs auf der Bootstrap Academy, wenn es euch interessiert. Den könnt ihr euch gerne einverleiben. Dahinter steckt am Ende aber extrem viel Mathematik. Aber was mittlerweile jedem ChatGPT-Nutzer, was ja auch mit neuronalen Netzen arbeitet, bekannt sein sollte: KIs fressen einfach massiv Daten in sich rein und spucken was aus. Sie machen aber auch vor allem Fehler und die muss man fact-checken. Gerade dieser Teil ist leider aber bei vielen noch nicht angekommen. Sie sind aber leider auch biased, wie wir uns in diesem Video hier detailliert angesehen haben. Ein Bias bedeutet, wenn eine rein zufällige, fiktionale Zahl von 42%, keine Ahnung wie ich da drauf komme, der Verbrechen in ganz Berlin im Görlitzer Park begangen werden und ihr euch laut Google Maps im Görlitzer Park rumtreibt, seid ihr natürlich um Welten interessanter für eine Hausdurchsuchung als irgendein Spandauer beim Zocken. Diese Statistik besagt aber nicht, dass jeder, der im Görlitzer Park unterwegs ist, von Haus aus eine shady Person ist und überwacht werden muss. Und das ist das Problem dabei. Daten können immer fehlerhaft sein oder einfach nur eine Tendenz zeigen. Und vor allem, wenn wir wenige oder einseitige Daten haben, haben wir im Grund gar nichts, außer einer Statistik, die uns besagt, dass der Görlitzer Park vielleicht ein Problem hat. Und ja, dahinter steckt leider eine private Erfahrung, denn als ich das erste Mal in Berlin war, wusste ich noch nichts davon und hatte ein Airbnb direkt am Rand des Parks. Naja. Es ist also extrem wichtig zu wissen, dass auch wenn ein Programm ausspuckt, Morpheus ist 30 Jahre, weiß, männlich, Informatiker und bewegt sich laut seinem GPS nicht einen Meter aus seinem Haus, demnach statistisch eine maximal hohe Chance für Computersabotage und Hacking, dass auch einfach ein riesiger Anteil der Informatiker männlich sind, ich nicht zu meiner Hautfarbe kann, ebenso für mein Alter und selbstständig im Homeoffice einfach echt viel arbeiten und deshalb nie rausgehen muss. Allerdings würde in einem Vergleich zwischen meiner Freundin und mir vermutlich der Verdacht für Hacking immer auf mich fallen. Deswegen sind die Damen übrigens auch die besseren Pentester, aber das ist ein anderes Thema. Und diese wundervolle Erfahrung geht nun in die Software vom Unternehmen des Vertrauens ein. Palantir. Und ja, der Name kommt wirklich von der Kristallkugel aus Herr der Ringe. Palantir liefert hauptsächlich zwei Softwaresysteme, Gotham und Foundry. Seriously, Gotham. Was schreit denn mehr nach Comic Villain als eine Überwachungssoftware namens Gotham von der Firma Palantir? Und nein, wir planen nicht, Palantir in Deutschland zu nutzen. Das BKA nutzt Palantir Gotham schon jetzt für die Bekämpfung von Terrorismus, organisierte Kriminalität und Cybercrime. Der Verfassungsschutz nutzt Palantir wegen Extremismus und Spionage und das Migrationsamt nutzt es für die Verwaltung von Asylanträgen und die Identifizierung von Schleusern. Gegründet wurde das Unternehmen 2003, unter anderem von Peter Thiel, dem wohl vertrauenswürdigsten Mann für diesen Job, und hat seinen Sitz in Denver in den USA. Das war Ironie, falls ihr es nicht gemerkt habt. Ihr wisst schon, das Land, in dem übrigens niemand an Daten rankommt, wenn er es nicht möchte. Auch das war Ironie. Es gab übrigens sogar Berichte, dass Palantir Daten direkt in die USA übermittelt hat. Beispielsweise Patientendaten aus UK, denn die nutzten Palantir während der Pandemie.
Nach einer Klage von Datenschutzaktivisten wurde die Zusammenarbeit dort aber beendet. Die enge Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Behörden wirkt da ein klein bisschen bedrohlich. Im Jahr 2017 beispielsweise nutzte die ICE, die Einwanderungsbehörde der USA, Palantirs Software, um 400 Menschen zu verhaften, die minderjährige Migranten beherbergten. Durch all diese Informationen, die Palantir so aber auch von den Behörden bekommt, wächst Palantirs Datenschatz weiter und weiter. Ihr müsst bedenken, die haben eine Kooperation mit dem US-Militär, den Geheimdiensten, die CIA, dem FBI und noch viele mehr. Und Frankreich, Indien, Kanada und Australien arbeiten ja auch noch mit ihnen zusammen, um nur ein paar zu erwähnen. Oh, und übrigens, das FBI hat es geschafft, über eine Sicherheitslücke im System auf Daten von Palantir zuzugreifen, die eigentlich nur für andere Behörden zugänglich sein sollten. Und mittendrin der kleine Fisch Deutschland, allen voran Bayern und Hessen lustigerweise. Denn das Predictive Policing ist nicht der Standard. Es gibt Funktionen bei Palantir, die das alles ermöglichen, aber KI wächst ja gerade erst, wie ihr vielleicht wisst. Und da kommt Hessen ins Spiel. Hessen Data, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist eine Software, die quasi Palantirs Gotham ist und die Datenanalyse und KI in begründeten Einzelfällen nutzen darf, um Predictive Policing durchzuführen. Die Hinweise dürfen zwar nicht als alleinige Grundlage genommen werden, aber ja, im Zweifelsfall könnte hier eine KI für eine Festnahme sorgen. Gruselig, vor allem da wir gerade erst am Anfang von den Möglichkeiten von KI stehen. Und um das nochmal zu betonen, Palantir nutzt Daten der US-Behörden und das FBI war so scharf auf all diese Daten, dass sie eine Sicherheitsbeschränkung der Software umgehen. Wie scharf werden Behörden dann erst auf Palantirs Datengrundlage sein, wenn all diese Daten wirklich aggregiert und ausgewertet werden können und keine Schranke zwischen FBI, CIA oder hessischer Polizei mehr existiert? Leider ist auch nicht eindeutig geregelt, wer den Einsatz von Palantir überhaupt kontrollieren soll. Landes- bzw. Bundesdatenschutzbeauftragte sind eigentlich nur beratend tätig und haben keinen direkten Einfluss. Parlamentarische Gremien wie der Innenausschuss können zwar wirklich auf die Finger klopfen, bekommen aber oft nur eingeschränkte Informationen, weil ist ja top secret. Und dann gäbe es noch externe Gutachter, beispielsweise das Fraunhofer-Institut oder das LKA, die aber von der Polizei selbst beauftragt werden, um die Software zu überprüfen. Da aber natürlich Palantir alles andere als Open Source ist und glücklicherweise auch nicht Open Data, lässt sich hier quasi gar nichts prüfen. Die genauen Algorithmen, die genutzt werden, sind weitestgehend unbekannt. Den Datensatz kennt nicht mal die Polizei vollständig. Niemand kennt den außer Palantir. Aus diesen Gründen ist Hessen Data nun auch erstmal verboten worden vom Bundesverfassungsgericht. Oh nein, halt! Es ist nicht verboten. Es gibt nur genauere Richtlinien für die Nutzung. Automatisierte Datenanalyse bei der Polizei ist verfassungswidrig, sofern sie nicht klar geregelt und kontrolliert wird. Das ist ziemlich weich formuliert. Außerdem sollen Datenquellen transparent gemacht werden und Ergebnisse von Menschen überprüft werden. Moment, wie war das dann genau bisher? Die Polizei weiß nicht einmal, welche Daten sie an Palantir rausrücken und gehen ohne zu hinterfragen zu einer Hausdurchsuchung? Niemand hatte je ein Auge drauf und Regeln gibt es auch keine? Das kann ich mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen und dementsprechend sagt das quasi gar nichts aus. Ja, Palantir und Predictive Policing im Allgemeinen sind noch genauso am Anfang wie ChatGPT oder Midjourney. Aber allmählich haben wir die Hardware für ein groß angelegtes Training, wie GPT-4 uns bewiesen hat. Und wenn man die hat, fehlt eigentlich nur noch die Datengrundlage. Und jede Minute, in der Firmen wie Palantir Daten von unseren Behörden bekommen, kommt ein System näher, das euch ziemlich gut einschätzen kann. Ich glaube, mir gucken gerade hier tatsächlich 5 Leute zu, die genau diese Tendenzen haben. Ihr 5 habt auf jeden Fall schon mal Drogen genommen. Das kann ich an Snoop Dogg in eurem Musikverlauf erkennen. Und dass hier 10 Computerstraftäter sitzen, weiß ich auch. Ihr solltet vielleicht nicht danach googeln. Und an die 3, die mit Aggression kämpfen, ja, ihr solltet eine Therapie machen. Ich will nicht nächste Woche bei euch das FBI sehen.
Aber schön bei der Krankenkasse hinterlegen, sonst erfasst das System die Daten nicht richtig, okay? Und euer Score wird dann nicht richtig angepasst. Was meint ihr? Würde solch ein System unser Leben erleichtern? Sollte es vielleicht lieber staatlich sein oder sollte es vollständig verboten werden? Aber im Endeffekt haben wir Arten von Predictive Policing oder Gatekeeping auch schon im privaten Kreis. Die Schufa, die vorhersagt, ob ihr einen Kredit bekommt oder nicht. Private Krankenversicherungen oder Berufsunfähigkeitsversicherungen, die anhand von Gesundheitstests vorhersagen, wie teuer ihr werdet. Oder Rechtsschutzversicherungen, die anhand der Branche, in der ihr tätig seid, eure Rechnung höher ansetzen. Und auch für Predictive Policing ist Palantir keineswegs die einzige Lösung. Das ist nur immer das Aushängeschild. IBM, SPS Modeler zum Beispiel oder Predpol oder Axon. Es gibt so viele Anbieter und eine Grenze zu ziehen ist nicht so einfach, wie man das vielleicht sich vorstellt. Es bleibt der Grundsatz. Wenn es möglich ist, wird es jemanden geben, der das System entwickelt. Für das aktuelle System warte ich allerdings nur noch darauf, dass es verboten wird. Immerhin soll ja im AI Act der EU insgesamt beschlossen werden, dass solche KIs nicht eingesetzt werden dürfen. Aber hey, gegen Staatstrojaner wettere ich ja auch schon eine Weile und die sind immer noch erlaubt. Und... oh shit! FBI, open up!